Gregor von MTB News hier. Vor mir seht ihr das niegelnagelneue Canyon Cender CFR Downhill Bike. Komplette Neuentwicklung, Carbonrahmen, High-Pivot-Eingelenke, Hinterbau, alles neu. Ich konnte es schon mehrere Wochen lang auf richtig harten Strecken fahren und alle Infos und Testeindrücke gibt es in den kommenden Minuten. Wie man sieht, optisch und auch technisch eine komplette Neuentwicklung. Weg ist der Viergelenker-Hinterbau, stattdessen ein Eingelenker, aber kein ganz normaler. Erstmal High-Pivot-Eingelenker, also haben wir hier vorne so eine Kettenumlenkung. Der Drehpunkt liegt auch ziemlich hoch, also richtiges High-Pivot-Bike, nicht mit Pivot, wie es einige Konkurrenzräder gerade haben. Dazu eine ziemlich verschachtelte Anlenkung, die man schwer erkennen kann auf den ersten Blick. Das ist alles nötig, um die Raderhebungskurve von der Dämpferkinematik zu trennen. So ein bisschen das Konzept, wie es auch schon mit dem MX-Link-Hinterbau vorher verfolgt wurde. Jetzt eben mit einem Eingelenker und noch verschachtelter. Allerdings muss man sagen, Canyon hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben. Alle Lager, alle Achsen sind nicht nur ziemlich groß dimensioniert, sondern auch von der Non-Drive-Side ganz gut erreichbar. Deswegen, obwohl es echt ziemlich viele Lagerpunkte und verschachtelte Links mittlerweile sind, sagt Canyon, dass das Rad gut zu servicen sein soll. Man hat auch an dem Konzept festgehalten, dass nichts direkt in den Rahmen geschraubt wird. Es gibt immer quasi so kleine Alu-Inserts. Das heißt, ja, wenn mal das Drehmoment in der Hand ein bisschen zu groß war, dann kann man alles auf jeden Fall wieder tauschen. Wie bei vielen aktuellen Downhill-Bikes ist auch das Canyon Cender ziemlich vielfältig und umfassend einstellbar. Geblieben ist der Reach-Steuersatz, bei dem man einfach die Schalen tauschen kann. Die werden nur in so einen Rahmen reingelegt und da kann man plus, minus 8 mm am Reach justieren. Dazu eine absolute Besonderheit ist hier vorne die Dämpferaufnahme, die ist modular, die kann man umdrehen und dadurch die Progression des Bikes ändern zwischen ungefähr 33 bis 37%. Ist auch noch eine Besonderheit von dem Rad. Viele High-Pivot-Eingelenker sind eher ziemlich linear. Das hier nicht. Es ist wirklich ein relativ progressives Downhill-Bike. Dazu gibt es hier drin noch einen kleinen extra Flip-Chip, mit dem kann man die Geometrie justieren, also die Tretlagerhöhe und den Lenkwinkel. Relativ interessant ist auch, dass das Rad einen ziemlich hohen Anti-Rise hat. Das ist einerseits für High-Pivot-Eingelenker relativ gewöhnlich. Andererseits ist interessant, dass Sie hier hinten diesen Drehpunkt in der Hinterradachse haben. Der ist normalerweise da, um genau das zu verhindern. Canyon sagt aber, mit Fabian Barell zusammen haben sie es getestet und wollten das gerade. Der Drehpunkt ist stattdessen da, um für eine möglichst gute Fußfreiheit von der Ferse zum Hinterbau zu sorgen. Sondern stattdessen war das auf jeden Fall so gewollt, denn mit einem hohen Anti-Rise, das bedeutet, wenn man die Hinterradbremse zieht, dann zieht sich der Hinterbau so zusammen, das Tretlager sinkt quasi. Und sie sagen, auf super steilen Strecken hilft es eben, gegen die Gewichtsverlagerung nach vorne zu wirken und die Geometrie zu bewahren. Ansonsten gibt es einen recht gewöhnlichen Anti-Squat von gut über 100% immer, so 120% ungefähr. Und einen super geringen Pedalrückschlag, der soll wirklich fast überhaupt nicht vorhanden sein. Außerdem ist das Canyon Cender eins der neuen Downhill-Bikes, die mit 148 mm Hinterradnarbe kommen. Das machen einige Konkurrenzräder inzwischen auch. Ist aber eine besondere Narbe, die ein bisschen bei der Narbenflansch breiter baut. Stattdessen wird einfach von der 7-fach-Kassette dieser nutzlose kleine Plastikspacer weggelassen und man soll quasi eine schmalere Achse zwar hinten, aber ein breit abgestütztes, ein stabiles Hinterrad haben. Dazu gibt es ein Unterrohr aus HIT Carbon. Das ist so eine Spezialentwicklung, die wohl auch bei den Carbon Trial Bikes von Fabio Wittmer zum Einsatz kommt und einfach super Impact widerstandsfähig sein soll. Und ansonsten, man sieht, das Rad ist überall gut geschützt. Es soll sehr, sehr leise sein. Hier unten ist ein großer Protektor. Und natürlich, wie bei allen modernen Canyon-Bikes, darf das KISS-System nicht fehlen. Ein System zur Lenkungsstabilisierung, das hier im Oberrohr verbaut ist. Da sieht man nicht viel von. Hier oben ist so eine Öffnung, mit der kann man die Härte, also wie stark es quasi dem Lenken entgegenwirken soll, justieren. Bei mir wurde es jetzt ausgebaut für das Testbike. Allerdings wird normalerweise jedes Produktionsrad mit dem KISS-System eingebaut ausgeliefert. Und wenn man es dann nicht möchte, kann man es relativ einfach ausbauen. So begründet es Canyon auch, dass sie einfach sagen, der Ausbau ist viel einfacher als einzubauen, also liefern sie es einfach immer mit und jeder soll sich frei entscheiden, ob er es benutzen möchte oder nicht. Was die Geometrie angeht, hat sich nicht so allzu viel zum Vorgänger verändert. Die Räder sind auf jeden Fall ein bisschen länger geworden, je Größe so ungefähr 8 bis 10 mm. Mein Testbike in Größe M hat 468 mm Reach, dabei muss man natürlich beachten, man kann noch 8 mm kürzer oder länger gehen. Dazu gibt es einen 63 Grad Lenkwinkel im hohen Setting und 438 mm kurze Kettenstreben, muss man schon fast sagen. Man sollte allerdings beachten, dass die sich beim Einfedern bis zum Durchschlag quasi noch so ungefähr 23 mm Längen, was an dem High-Pivot-System liegt. Und ja, der Kettenstrebenwert ist über alle Größen identisch und es soll wohl ein Wunsch von Troy Brosnan und Luca Shaw, den beiden Factory-Team-Fahrern gewesen sein, die sagen, das ist der absolute Sweet Spot.
Zum aktuellen Zeitpunkt bietet Canyon das Rad in 2 Ausstattungsvarianten an. Da ist einmal die High-End-Version des Canyon Sender CFR Team, das ich hier vor mir habe und auch gefahren bin. Das kostet 6.000 €, kommt mit allem, was das Downhill-Fahrerherz begehrt eigentlich. Und zwar ein RockShox Ultimate Fahrwerk mit Coildämpfer, SRAM X01 DH-Antrieb, SRAM Maven Silver Bremsen, FR 1500 Laufräder von DT Swiss. Maxxis-Reifen, Ergon-Anbauteile und auch noch Anbau-Cockpit und Sattelstütze von der quasi Canyon-Eigenmarke G5. Für die etwas kleineren Budgets ist das Canyon CFR ohne Teamzusatz, kostet 4.500 € und ist eigentlich auch gut ausgestattet mit einem Fox Performance-Fahrwerk, dazu einen SRAM GX DH-Antrieb, SRAM Maven Bronze Bremsen und DT Swiss FR 1900 Laufräder. Kommen wir zum interessanten Teil, den Testeindrücken natürlich. Ich habe schon gesagt, ich bin das Rad in Größe M gefahren. Ich bin 1,83 m groß. Es hat mir eigentlich perfekt gepasst. Ich habe allerdings das Reach-Set in das lange, also plus 8 mm Setting gebaut. KISS wurde mir ausgebaut seitens Canyon. Außerdem habe ich den Lenker einen Zentimeter höher gesetzt, noch über so Vorbau-Spacer. Und zu Beginn bin ich eine etwas härtere 450 Pfund Feder gefahren, also härter als ausgeliefert wurde. Und außerdem bin ich im linearen Setting und im hohen Tretlager zunächst gefahren. Damit habe ich mich auf dem Rad auf jeden Fall ziemlich heimisch gefühlt sofort und war so ein bisschen überrascht. Ich bin schon ein paar so High-Pivot-Räder gefahren, aber wenn man erstmal in so lockere Bikepark-Kurven reinfährt und sich ein bisschen eincruisen will, ist das Rad ziemlich wendig. Das könnte auch daran liegen, dass die Kettenstreben ja erstmal gar nicht so sehr lang sind und das natürlich das kleine 650B Hinterrad. Und ja, war irgendwie ein wendiges Rad. Man merkt natürlich, es ist auf jeden Fall ein bisschen träger, nicht ganz so poppig, spritzig wie der Vorgänger. Das war irgendwie zu erwarten. Aber es ist jetzt kein träges Ballerbike, das nur eine Sache gut kann. Man kann damit auf jeden Fall durchaus Spaß haben und man merkt da so das bisschen andere Fahrwerkskonzept, das Canyon verfolgt hat, dass es eben relativ progressiv ist, viel Mid-Stroke-Support hat. Man kann schon so durchaus mit Push and Speed generieren. Zu viel sollte man da auch nicht erwarten. Es ist jetzt nicht das verspielte, poppige Bikepark-Bike irgendwie, sondern es ist auf jeden Fall ein Downhill-Race-Bike. Und da kann man auf jeden Fall sagen, was es wirklich gut kann, ist auf roughem Zeug gerade auslaufen. Vor allem, wenn es so viel so Wurzeln und Steine, die so ein Stück rausgucken, da merkt man brutal, dass das Hinterrad am Anfang eben nach hinten ausweicht. Wenn manchmal hinter so eine Sniperwurzel springt oder sowas antippt, dann hat man so die Erwartung, dass man gleich merkt, wie das Hinterrad das oben antippt. Und man merkt es einfach so gut wie gar nicht oder manchmal auch gar nicht, weil das Fahrwerk da wirklich super smooth arbeitet. Gleichzeitig versinkt das Rad auf jeden Fall nicht im Fahrwerk. Ich hatte es schon gesagt, es bietet relativ viel Gegenhalt. Das fand ich angenehm, wenn es so richtig hohe Stufen und Steine werden und sowas, wo es tief in den Federweg geht, dann geht so von diesem High-Pivot-Gefühl eigentlich viel verloren. Dann merkt man keinen so einen großen Unterschied mehr zu anderen Rädern, ermöglicht dafür aber eine recht aktive Fahrweise. Ein interessantes Thema ist auf jeden Fall der hohe Anti-Rise. Ich würde sagen, in den letzten Jahren war der Trend eher so dagegen. Canyon macht es jetzt mal wieder. Es ist sehr spürbar. Man merkt wirklich, wenn man bremst, wenn es jetzt nicht super ruppig ist in dem Moment, wie das Tretlager nach unten geht. Und ich muss sagen, persönlich hat es mich oft ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil ich dann in Kurven reingebremst, vielleicht habe ich auch zu spät gebremst, bin ich sauber gefahren. Aber dann ist das Gewicht so nach hinten verlagert worden und mir hat der Druck an der Front gefehlt und ich konnte nicht gut rausbeschleunigen. Ein Vorteil ist es sicherlich auf super steilen Strecken, wo man wirklich hinten drin im Bike sitzen möchte und sich noch nicht so nach vorne geworfen werden möchte. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, man kann sich auf jeden Fall dran gewöhnen, aber es ist ein Feature, das man sehr spüren wird. Der Anti-Rise könnte auch ein Grund dafür sein, dass ich das Tretlager selbst im hohen Setting verdammt tief fand. Also ich hatte ziemlich viele Aufsätze, habe auch einen Bashguard dadurch zerstört und habe dann noch eine härtere Feder eingebaut mit 500 Pfund und damit war es auf jeden Fall deutlich besser. Ich fand das Rad so straff auch insgesamt angenehmer, es spricht immer noch gut an, man kann noch aktiver damit fahren und ja, ich bin nicht mehr so oft aufgesetzt, das fand ich auf jeden Fall relativ cool. Ich habe auch vorher mit der weicheren Feder das progressive Setting mal ausprobiert. Das hat da nicht so wirklich Abhilfe geschaffen, weil die Progression relativ spät einsetzt. Also ich bin dabei geblieben, härtere Feder, lineares Setting und hoher Flip-Chip. Das High-Pivot-Konzept hat auf jeden Fall seine Eigenheiten, hat krasse Vorteile, hat eigentlich auch Nachteile. Die sind an dem Rad nicht komplett weg. Man muss aber sagen, dass Canyon es wirklich super gut geschafft hat, das Allround-tauglicher zu machen. Es ist jetzt kein stumpfes Ballerbike, das nur eine Sache gut kann. Man hat schon überall damit Spaß. Aber der Fokus ist mehr und spürbarer als beim Vorgänger natürlich auf Vollgas, Downhill, Ballern und roughe Strecken. Kommen wir also zum Fazit. Für wen ist das neue Canyon Sender? Es ist eindeutig für ambitionierte Downhill-Fahrer, die auch wirklich
harte und roughe Strecken vor der Haustür haben. Nicht so sehr für den deutschen Fichtenslalom. Da würde ich sagen, war das alte Bike sicherlich keine schlechte Wahl. Das hier braucht Geschwindigkeit, es braucht richtig viel Gefälle vor allem und harte Strecken und vor allem auch einen wirklich versierten Fahrer, der damit umgehen kann und das meiste aus dem Bike rausholt. Da geht nämlich einiges. Und das ist auf jeden Fall ein Strategiewechsel im Vergleich zum alten Rad. Aber wer jetzt sagt, das bin ich, ja, der kann auf jeden Fall zugreifen und dem wünsche ich viel Spaß damit. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Lasst ein Like da, drückt das Glöckchen. Wenn ihr noch Fragen habt, postet es in die Kommentare. Und vor allem, wir verlinken euch hier unten noch den Artikel. Da gibt es natürlich wie immer noch mal alles in Ruhe zum Nachlesen mit noch viel mehr Details und so weiter. Schaut da auf jeden Fall rein und würde mich freuen, von euch zu hören. Haut rein!